Nach dem Verbot des rechtsextremen Magazins Kompakt hat der Pressegroßhandel die Auslieferung gestoppt. Außerdem hieß es, man werde den Einzelhandel dazu aufrufen, unverzüglich alle Ausgaben des Magazins zurückzugeben. Die Videoplattform YouTube sperrte inzwischen 2 entsprechende Kanäle mit Hunderttausenden Abonnenten. Auch eBay reagierte und erklärte, man habe alle zu beanstandenden Artikel aus dem Angebot gestrichen. Innenministerin Faeser von der SPD hatte Kompakt gestern verboten. Verboten wurde auch das dazugehörige Medienunternehmen und die Conspect Film GmbH. Zugeschaltet ist uns nun der Weltautor und unser Kollege Dennis Yücel. Dennis, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Dennis. Morgen. Guten Morgen. Ja, du hast bereits einen Kommentar zu dem Thema geschrieben, hast darin deutlich Kritik geübt an dem von Innenministerin Nancy Faeser verhängten Verbot von Kompakt. Warum genau? Was stört dich am meisten? Mich stört, bevor ich zu dem Verbot etwas sage, also damit das klar ist, Kompakt finde ich ein abstoßendes Magazin. Es ist eine Zeitschrift, die sich an keinerlei presseethischen Codes hält. Das ist hetzerisch, es ist demagogisch, es ist etwas, es ist eine verachtenswerte Publikation meines Erachtens. Aber das Presserecht ist ein hohes Gut, das heißt immer, das sagt man immer so in Sonntagsreden, aber es ist tatsächlich auch ein hohes Gut und es schützt auch Publikationen, die, so heißt es in einem wegweisenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Jahr 1976, das Presserecht schützt auch Aussagen und Informationen, die den Staat oder Teile der Bevölkerung schockieren, verletzen und so weiter. Also auch Kompakt ist meines Erachtens erstmal zumindest die Anfangsannahme muss so lauten, ist durch das Presserecht geschützt. Und diese Art, wie sich auch schon an anderen Stellen in der jüngeren Vergangenheit gezeigt hat, in der Bundesregierung, zum Stichwort Fördergeldaffäre, diese Art mit rechtsstaatlichen Prinzipien so umzugehen und so viel Beachtung zu schenken, als sei das Kleingedruckte auf einem Beipackzettel, das finde ich zutiefst beunruhigend. Und ich denke auch, dass das langfristig dem Vertrauen in die Demokratie mehr schadet, als das Herr Elsässer und sein merkwürdiges Magazin jemals gekonnt hätten. Es gibt ja auch schon bereits Staatsrechtler, die genau dieses Verbot kritisieren, Dennis, wie Professor Volker Böhme-Nessler, der ja oft bei uns auch im Studio ist und viele Rechtsentscheidungen einordnet. Siehst du das auch so, dass damit auch nicht nur Kompakt jetzt verboten werden könnte, sondern auch andere Magazine, egal ob sie rechts oder links stehen? Natürlich, weil es gibt, das ist ja in Deutschland auch, glaube ich, auch nicht von ungefähr. Es gibt nicht allzu viele Fälle von Verboten von ganzen Presseerzeugnissen, also nicht Beschlagnahmung einzelner Titel oder Verbote einzelner Artikel oder Beiträge, sondern dass eine ganze Zeitschrift, ein ganzer Sender verboten wurde, ist in der Geschichte der Bundesrepublik recht selten passiert. Es gibt dafür, das mag verwundern, aber es gibt dafür auch keine klare gesetzliche Regelung. Das Pressegesetz Presserecht ist Landesrecht. Da gibt es Verfahren für Beschlagnahmung und so weiter. Diese Sachen sind da geregelt. Ein Verbot ist da nicht vorgesehen. Auch deshalb hat Nancy Faeser auf das Vereinsrecht zurückgegriffen. Und die Frage, ob man eine Firma mit dem Vereinsrecht verbieten kann, die ist einfach zu beantworten. Ja, das geht. Die entscheidende Frage ist, ob man mit einem Presseerzeugnis so umgehen kann wie mit irgendeinem beliebigen verfassungswidrigen Verein. Und da gab es einige Fälle in der jüngeren Vergangenheit, aber abschließend geklärt wurde diese Frage bislang vom Bundesverfassungsgericht und am Ende wahrscheinlich, wenn das Bundesverfassungsgericht im Sinne des Innenministeriums urteilen sollte, dürfte dieser Fall beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte landen. Aber ich schätze mal, das schon vor das Verfassungsgericht dieses Vorgehen kippen würde, zumal gegen Kompakt bislang auch nach allem, was bekannt ist, das sagen die selber, das deckt sich aber auch mit meinen Recherchen, es gibt bislang keine einzige rechtskräftige Verurteilung wegen eines Offizialsdelikts wie Volksverhetzung. Das wäre ja ein Indiz, zum Beispiel, dass man sagt, okay, diese Zeitschrift ist schon so oft, und zwar nicht wegen irgendwelchen Persönlichkeitsrechten oder sowas, sondern Offizialdelikte, wo die Staatsanwaltschaft von sich aus ermittelt, ganz an allererster Stelle zu nennen, Volksverhetzung. Dieses Blatt wurde schon so oft wegen Volksverhetzung verurteilt. Hier muss man eingreifen, das ist was Systematisches. Das wäre eine andere Lage meines Erachtens, weil tatsächlich sind auch dem Presserecht, sowohl in Deutschland als auch noch Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Pressefreiheit heißt nicht, dass jeder alles sagen und drucken darf. Es gibt Grenzen. Ich glaube aber,
dass die Auslotung dieser Grenzen ist im Fall von Compact ist das noch nicht erfolgt. Wie gesagt, gäbe es schon eine ganze Reihe von rechtskräftigen Verurteilungen wegen Volksverhetzung, würde ich diese Sache auch anders sehen. Und ich schätze mal, das werden Gerichte auch ganz ähnlich betrachten. Und nochmal, es geht für mich nicht nur um den Fall weit über diesen Fall Compact hinaus. Das ist ein unappetitliches Magazin, das finde ich auch. Aber etwas Unappetitliches zu finden, kann noch lange kein Grund sein gegen ein so elementares Grundrecht wie die Pressefreiheit, das einfach mal beiseite zu schieben, wie das Kleingedruckte auf dem Beipackzettel. Also Haltung und Recht sind zwei Paar Schuhe. Daran möchtest du auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser noch mal erinnern. Moral und Recht sind verschiedene Dinge und wir können als Journalisten im Feuilleton auf Twitter, wir können alles Mögliche diskutieren und sagen, das finde ich unerträglich, das ist alles zulässig, aber man kann ein Ministerium nicht so führen, wie man eine Debatte im Feuilleton oder auf Twitter führen kann. Das geht nicht. Und so macht man sich angreifbar. Klare Position. Dennis, vielen lieben Dank für deinen Kommentar. Dennis, danke für das Gespräch. Ich danke.